Wir schauen nach Frankreich, denn der Prozess, der machte wirklich weltweit Schlagzeilen. Das Martyrium einer Ehefrau, verursacht durch den eigenen Ehemann, schockierte. Und heute beginnen im französischen Avignon in diesem Massenvergewaltigungsprozess jetzt die Plädoyers. Ja, das Opfer ist Gisèle Pelicot. Die 71-Jährige wurde über Jahre hinweg von ihrem Ehemann mit Betäubungsmitteln bewusstlos gemacht und anschließend von ihm und fremden Männern, ist die Rede von 50 Männern, vergewaltigt. Ihr Gatte kassierte dafür. Mehr von Leonhard Heppermann. Applaus für Gisèle Pelicot. Seit Anfang September gibt sie im französischen Avignon Vergewaltigungsopfern ein Gesicht. Will sich nicht verstecken. Schämen sollen sich die Täter. Davon gibt es viele. 51 Männer sind angeklagt, darunter auch ihr Ex-Mann, der sie über Jahre hinweg immer wieder betäubt und mit fremden Männern vergewaltigt haben soll. Unterstützt wird Gisèle Pelicot durch ihre Kinder. Wir kennen die Grausamkeiten, die meine Mutter erlebt hat. Es ist offensichtlich, dass wir nicht verzeihen können. Wissen Sie, ich habe meinen Vater verloren, ich habe ein Monster gefunden. Fast 10 Jahre lang soll Gisèle Pelicot immer wieder vergewaltigt worden sein. Ihr mittlerweile Ex-Mann Dominique Pelicot soll sie ohne ihr Wissen betäubt haben. Im Internet habe er sie dann anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Sein Motiv? Unterwerfungsfantasien. Seine Anwältin erklärt, er ist ein gebrochener Mann, der erkennt, dass er niemanden mehr um sich hat. Er ist also tatsächlich, was er ist. Er hat getan, was er getan hat. Daran besteht kein Zweifel. Er ist alleine und er wird immer alleine sein. Nur wenige der mutmaßlichen Täter haben sich bisher entschuldigt. Viele sagen, sie hätten gedacht, Gisèle Pelicot hätte sich schlafend gestellt. Den Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft. Das Urteil wird spätestens im Dezember erwartet. Ja, sprechen wir darüber. Katharina Zielkowski für uns aus Paris zugeschaltet. Katharina, schönen guten Morgen. Also es hat sich ja auch gestern das Opfer Gisèle Pelicot noch mal sehr eindringlich auch vor Gericht geäußert. Heute also dann die Abschlussplädoyers. Was ist da zu erwarten? Heute ist erstmal zu erwarten, dass alle 50 Nebenangeklagten sich noch mal äußern dürfen. Mal schauen, ob sie davon Gebrauch machen werden. Und dann kommt das Plädoyer der beiden Anwälte der Nebenklägerin, nämlich von Gisèle Pelicot. Also der Tag war gestern, wir haben es ja schon gehört, unglaublich intensiv. Er fing an mit Gisèle Pelicots Plädoyer. Sie sagte, sie sprach von sich, was sehr überraschend war, in der dritten Person. Sie musste einfach eine Distanz zu sich selber aufbauen, dass es ja scheinbar sehr einfach war, Gisèle Pelicot zu vergewaltigen und dann zu gehen vor diesem leblosen Körper und nicht auf die Idee zu kommen, zur Polizei zu gehen. Anschließend hat dann ihr Ex-Mann noch mal gesprochen. Der hat in Stichworten gesagt, wie er damals sämtliche Vergewaltigungen notiert hatte, dass es eine Fantasie war, Frauen, die nicht willig waren, zu dominieren. Das ist mein Motiv und das nehmen Sie, wie Sie wollen. Also das war sehr lapidarisch. Heute kommen dann die Anwälte dran und das wird sich über den ganzen Rest der Woche hinziehen. Aber es ist doch unglaublich, was in diesem Prozess auch bekannt geworden ist. Also Gisèle Pelicot ist ja selbst zum Frauenarzt gegangen. Sie hat über Unterleibsschmerzen geklagt. Sie hat gesagt, sie kann sich an manche Dinge nicht erinnern. Und der Arzt hat überhaupt nichts gemacht. Also muss man da auch das Umfeld noch mal genau unter die Lupe nehmen und tatsächlich auch denen vorwerfen, dass sie versagt haben? Ja, es ist unglaublich, dass es niemand gemerkt hatte. Sie selber hat ja beim Prozess gesagt, dass sie glaubte, Alzheimer zu haben. Nach all den Nächten, wo sie also betäubt wurde und wie reglos im Bett lag und vergewaltigt wurde. Dazu kommt ja, dass ihr eigener Mann gesagt hat, ihr Ex-Mann gesagt hat, dass er sie auch nach gleicher Manier 2- bis 3-mal in der Woche vergewaltigt hat. Also es ist seltsam, dass nicht mehr Ärzte zu Wort gekommen sind, denn es scheint schier unglaublich, was diese Frau durchmachen musste. Nun gab es ja von vielen der Männer, die also dort auch angeklagt sind, gab es nicht mal eine Entschuldigung. Es wurde viel auch abgestritten. Müssen die dann wenigstens auch in diesem Prozess jetzt mit Strafen rechnen? Ja, also für Pelicot selber ist das Strafmaß, vorgesehen, Höchststrafmaß 20 Jahre. Und unter den 50 Mitangeklagten, die da auf den großen Bänken saßen, gab es ganz unterschiedliche Profile.
Das, was Feministen natürlich auf die Palme gebracht hat, war die Entschuldigung, dass ja, wenn der Mann da war, scheinbar alles okay war. Also es wird ganz unterschiedliche Strafmaße geben, aber es haben sich einige Leute entschuldigt, aber es ist nur ein Mann wieder gegangen, als er das übliche Szenario von Herrn Pellico entdeckt hat mit der leblosen Frau im Bett. Alles wirklich sehr schwer zu ertragen. Katharina, danke schön für all diese Informationen aus dem Vergewaltigungsprozess von Avignon.